All right, good morning. Did a little bit of starting getting into Corinth end of yesterday. Wir haben gestern ein bisschen mit Korinth angefangen. So we'll talk about some of the issues in Corinth the first half this morning. Reden wir jetzt ein bisschen über die Probleme in Korinth. Obviously, two big books, so we can't talk about everything and all the details. So we'll pick some of the major themes, the major questions, and we can talk together about it. Offensichtlicherweise sind es zwei Riesenbücher, von daher können wir nicht alles bereden, aber wir können so ein bisschen durchgehen, was so allgemein als Probleme da sind. Okay, and I assume you've all read Corinthians now? Ich gehe davon aus, dass ihr alle Korinther mittlerweile gelesen habt. Okay. So, if you can, you may have seen some big issues going on. You may have some questions. Ihr habt vielleicht ein paar Fragen und irgendwelche große Probleme gesehen, die da los sind. And I'll do a little bit, and then we'll open it up, and you can actually ask your questions, and we can talk about it. Und dann fange ich ein bisschen an und dann reden wir ein bisschen darüber. And kind of the rest of the books, it's kind of how we kind of have to go, just hit the major things to get through it. So that's DBS. Wir können die Hauptthemen ansprechen, um schnell genug durchzukommen, weil es halt DBS ist. Okay, but I'm always big into context. Aber der Kontext ist immer wichtig. So if we could turn to Acts chapter 18. Also gehen wir erstmal zur Apostelgeschichte 18. Let's read a little bit what happens in Corinth when Paul's there. Also schauen wir erstmal, was in Korinth passiert ist, als der Paulus da ist. Anybody would like to read some of this? Kann jemand vorlesen? Somebody read 1 through 6 and somebody else read 1 bis 6 und 7 through 7 bis 14. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Pieratt. Dort lernte er einen Juden mit Namen Pieratt kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Claudius alle Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus Mutter arbeitete bei ihm, denn sie waren, wie er von Beruf Zeltner fand. Jeden Sonntag ging Paulus in die Synagoge vor, wo er den Juden, die Griechen, für seine Botschaft gewann. Nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, verlieh Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen. Der Messias auf dem Grab des Jesus. Doch da die Juden sich mit gegenüber ablehnten, behielten und ihn sogar beschimpften, schüttelte Paulus den Stab von seinem Mantel und sagte: Euer Blut komme über euch. Ich habe Unschuldige, von jetzt an werde ich zu den Juden gehen. 7 bis 14. Danach wohnte er bei Titius Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Denn die Synagogenvorsteher Crispus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte: Hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. So blieb Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Als jedoch Gallio Statthalter von Achaia wurde, verbündeten sich einige Juden gegen Paulus und brachten ihn vor das Statthalter. Sie warfen ihm vor, er habe die Leute überredet, Gott in einer Weise zu verehren, die im Widerspruch zum Gesetz stehe. Doch in dem Augenblick, in dem Paulus zu seiner Verteidigungsrede ansetzen wollte, wandte Gallio sich an die Ankläger und sagte: Hört ihr Juden, wenn dieser Fall mit einem Vergehen oder einem ernsten Verbrechen zu tun hätte, dann wäre ich verpflichtet, euch anzuhören. Alright, thank you. Alright, so now we know a little bit what happens in Corinth, right? Jetzt wissen wir, so ein bisschen was in Korinth passiert. A couple of things to note here. Wissen, was ist jetzt hier wichtig? Alright, starts with the synagogue, as usual. Fängt wie immer in der Synagoge an. Eventually says, forget it, I'm going to the Gentiles. Irgendwann sagt er, vergessen wir das, gehen wir zu den Heiden. Okay, so as usual evangelism strategy. Das ist eine übliche Evangelisationsstrategie. Okay, and remember the last several cities in the last few months. Erinnert euch die letzten Städte in den letzten paar Monaten.
Paul went to Philippi, and riots came out, and they were beaten and jailed and thrown out of the city. Er war in einer Stadt in Philippi und dann kamen Aufstände, er wurde verprügelt und rausgeschmissen. He goes to Thessalonica, Er geht nach Thessalonik, more or less the same thing happens. so plus minus dasselbe passiert wieder. Goes to Berea, Er geht nach Berua und Jews come over and run him out. die Juden kommen nach und schmeißen ihn raus. He goes to Athens, Er geht nach Athen, doesn't really get too far with that. kommt nicht wirklich weit. Goes to Corinth. Er geht nach Korinth. Paul's being chased from city to city to city. Paulus wird von Stadt zu Stadt zu Stadt gejagt. Not a ton of success, a bunch of little church plants. Hat nicht so viel, oder hat, wait, he does or he doesn't? Doesn't have so great a success. Also er hat keinen großartigen Erfolg dabei, wie er Gemeinden ansetzt. Imagine that's probably pretty disheartening, tiring, being chased from city to city, exhausting. Never know when you're going to get beaten next, run out of town again. Es ist wahrscheinlich sehr entmutigend, einfach nur von Stadt zu Stadt gehen und nicht zu wissen, wann man das nächste Mal irgendwo länger sein kann und wann man wieder verprügelt wird. So verse 9. Und dann Vers 9. Don't be afraid, speak out, don't be silent, for I'm with you. No one will attack and harm you, for many people in the city belong to me. Hab keine Angst, rede weiter, schweige nicht, denn ich bin bei dir. Bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. So the Lord's promising Paul he's going to get a little bit of peace at least, a little bit of rest, a little bit of peace in a sense. Und Gott verspricht ihm, du kannst ein bisschen ausruhen wenigstens. Nur ein kleines bisschen. So Paul stayed there for the next year and a half teaching the word of God. Und so bleibt er da für die nächsten 1,5 Jahre, um Gott zu lehren. That being said, he has a little encounter with some Jews. Und dann heißt es, er hat eine Auseinandersetzung mit den Juden. Again, they bring him before the council Und sie bringen ihn vor den Statthalter, through the governor Galileo. Galileo. Getting kind of similar accusations of this weird worship. Machen mit einer seltsamen Anklage, der betet seltsam an und was. But Galileo, before Paul can make his defense, Galileo says, this is a religious problem, it's a Jewish problem, that's none of my business, go away. Und der Galileo sagt, das ist doch ein Judenproblem, das ist mir wurscht. And he throws him out, Und er schmeißt sie raus. and so the crowd grabs the leader of the synagogue, who's causing this trouble, Und die Männer ergreifen den Synagogenvorsteher and they beat the leader of the synagogue instead. und geht vom Grenze dann stattdessen. Alright? So, here, this is Corinth, Und das ist Korinth. okay, and this is what's called the Bema. Das ist die Bema. This thing up here, I'm kind of standing up here. Das da oben, da steht da oben. Okay, this is where the governor, the proconsul, whatever, would sit. Da oben sitzt normal der Gouverneur. Make decisions, hold court, etc., etc. Trifft Entscheidungen und so weiter, Gericht. And this little stone decorated stump, Und der kleine dekorierte Steinstumpf da, that's not something random just sitting there. ist nicht irgendwas Zufälliges, was da einfach nur rumliegt. That's the place of judgment. Das ist der Ort des Urteils. If they decided that you need to be beaten and whipped, Wenn die entschieden haben, dass du ausgepeitscht werden sollst oder verprügelt, justice was carried out right there on the spot. dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan direkt an dem And Ort. what there's holes, and they would have a little metal loop and chains or some leather straps. Und da ist ein Metallrohr und dann ist mit da Ketten oder wenigstens mit Lederfesseln da hingezogen. Your shirt would be stripped off T-Shirt weg, dein Oberteil weggerissen, and be laid over the stump and chained to it like this. über den Stumpf gelegt, während du, ja. And then they would proceed to beat you with a rod or a whip or whatever the case may Und dann be. werden die dich entweder mit dem
Rohr schlagen oder sonst was oder mit der Peitsche. So they beat this guy there. Dann verprügelt sie denjenigen dann dort. Okay. All right. I mentioned that they had the Isthmian Games in Corinth. Ich habe ja erwähnt, die hatten die ethnischen Spiele in Korinth. One of the kind of rotation of games they have, like the Olympics. Das ist eins dieser durchwechselnden Spiele wie die Olympischen. This is the judges' seat for different events, maybe the wrestling. Und da ist der Sitz des Richters für solche, für unterschiedliche Events, wie zum Beispiel. And also bestowing the awards on the winners. Und dann auch der Ort, wo Gewinner geehrt werden. Okay, in Corinth, the Isthmian Games, if you win, the winners, In Korinth bei den ethnischen Spielen der Gewinner, you wouldn't get a big gold coin, der kriegt keinen would not. er kriegt keinen großen kein großen Goldstück, kein großes Goldstück. Their trophies usually, you know, maybe some oil and wine, Die kriegen hauptsächlich so Öl oder Wein and then a crown. und dann eine Krone. And each game had their own particular crown. Und jedes Spiel hatte die eigene Art von Krone. And in Corinth, it was celery leaves, these big celery leaves. Und in Korinth waren es Sellerieblätter. Okay, that was their thing. Das war deren Ding. All right, anybody ever been to Greece Jemand schon mal in Griechenland gewesen? or the Mediterranean, Oder im Mittelmeerraum? especially in the summertime? Besonders in der Sommerzeit? It's hot. Es ist heiß. It's really hot. It's Es ist wirklich heiß. 30 plus every day. Mehr als 30 Grad jeden Tag. It's sunny. Es ist sonnig. Now imagine that celery wreath. Und jetzt stellt euch diese Selleriekrone vor. How long is that gonna last? Wie lange hält das an? A day or so? Ein Tag oder so? And it's gonna be a wilted mess. Und danach ist das ein verwelktes Häufchen Elend. So Paul's using in his writing some of this imagery. Und der Paulus benutzt manche dieser Bilder in seinen Schriften. An athlete trains and runs and prepares himself for the games. Ein Athlet trainiert und läuft und bereitet sich auf die Spiele vor. You know, and athletes, they're required, they make an oath to a kind of a coach at the time, and they have to commit at least 9 to 18 months to the cause. Und, die Athleten müssen sich tatsächlich 9 oder 18 Monate oder so für das Laufen offiziell dahin geben. So there's lots of athletes that train hard, but there's only 1 or 2 who obtain the prize. Also es gibt viele Athleten, die daran teilnehmen und nur 1, 2, die tatsächlich gewinnen. And your prize perishes in a day or 2. Und das Gewonnene ist nach 1, 2 Tagen weg. Paul writes to the Corinthians, Und dann schreibt der Paulus: do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? Wisst ihr nicht, dass in einem Rennen alle rennen, aber nicht alle gewinnen? So run that you may obtain it. Every athlete exercise self-control in all things. Also lauf, dass du es gewinnen kannst. Jeder Athlet trainiere sich selbst. They go to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Jeder Athlet trainiert und setzt wir empfangen eine Krone, die nicht dahin welkt, sondern sie eine vergängliche haben. So Paul tells the Corinthian church about persevering in the faith of Christ and your challenges, and keep training, keep growing, but your reward isn't this perishable wreath. Der Paulus sagt letzten Endes, macht weiter, trainiert, übt und rennt Jesus nach, und das Gute ist, ihr kriegt einen viel besseren Preis als das weltende Ding da. You run for an eternal crown. Ihr lauft für eine ewige Krone. That cool? Läuft? Alright. Next thing. You get the
Corinth, you go into the museum at Corinth and you'll see these little clay decorated jars. Wenn du nach Korinth gehst und ins Museum in Korinth, dann siehst du diese kleinen dekorierten Krüge. Again, Corinth was known for its riches and wealth. Korinth war bekannt für ihren Reichtum, It was known for its copper and its pottery trade. für den Kupfer- und Tonwarenhandel. And so you had very rich women around Deswegen gab es sehr reiche Frauen with their jewelry, mit ihren Juwelen, mit ihrem Schmuck perfumes and such. und Parfüm und so. And they would store them in these little decorated clay pots. Und die wurden dann in solchen dekorierten Tongefäßen aufgehoben. So Paul writes to the Corinthians. Und der Paulus schreibt den Korinthern. But we have this treasure in jars of clay to show us that the surpassing power belongs to God and not to us. Aber wir haben den Schatz in Tonschüsseln, in Tongläsern, um uns zu zeigen, dass das, was drin ist, Gott gehört und nicht uns. So again, imagery they know of, the treasures that they lay up in jars of clay. Ja, und die Leute haben das vor sich. Nicht. Ja, genau. Does that make sense? Okay. Alright, here's evidence of the synagogue in Corinth. I'm not sure where it was, but you can see the little stone here with the little menorahs on it. Also hier haben wir nachweislich die Überbleibsel der Synagoge in Korinth. Man kann da die kleinen Menorah in der siebenarmigen Leuchter da drin erkennen. Corinth was also known for having worship of cult of Scriptural. Es war auch bekannt für die Anbetung der Asklepios. Yeah, good luck. Yep, thank you. Alright, and this was like a healing cult. Ein Heilungskult. You get some of the, sometimes you see on doctor's offices and stuff, little pole with a snake wrapped around it and stuff. Man kennt ja auch von den Ärzten oder von den Apotheken, dass da eine Schlange ist ein Stock ist mit einer Schlange drumherum gewickelt. That's relating back to this. Er bezieht sich auch darauf. This is the cult of the doctors. Das ist ein Ärztekult. Alright, but part of worship of this God, if you want to be healed of something, Ein Teil dieses Dings war es, wenn du geheilt werden wolltest, dann you would make kind of a cast or a mold of your body part that's ailing. Dann machst du einen Abdruck von dem Körperteil, den du der Heilung braucht. I have more pictures of this, but I selectively picked this picture. Ich habe eigentlich noch mehr Bilder davon, aber ich habe dieses hier bewusst ausgewählt. Simply because they have every body part you can imagine over on that side. Einfach weil sie wirklich jedes nur vorstellbare Körperteil auf der anderen Seite haben. This is the censored picture. Das ist das zensierte Bild. So you can imagine healing, Ihr könnt euch vorstellen, Heilung. and stuff like that, as well as our guide pointed out, not so sure, but guide pointed out how Paul talks about you're the body of Christ, and every body part has its individual purpose. Also das ist etwas gewagter, aber derjenige, der uns die Führung gegeben hat, meinte auch, dass das ja irgendwo doch damit zusammenhängt, dass der Paulus schreibt, ihr seid der Körper Christi und jeder Körperteil hat seinen Sinn. Okay? So that's just a bit of archaeology that kind of explains what's going on in Corinth, like we did yesterday with the meat market. So erklärt das ein Stück weit die Archäologie, was in Korinth so grundlegend läuft. Okay, so intro, let me get to Corinthians here. Und dann gehen wir soweit zur Einleitung in den Korinther selber. Okay, and what we're going to see in a lot of churches that Paul's writing is
they've got a lot of divisions and issues going on. Und was wir in vielen Gemeinden da sehen, ist, dass viel Teilung ein Problem ist. In Corinth, it seems those lines seem to be drawn a lot along the socioeconomic lines. Und es scheint, dass hier in Korinth es eher die sozialökonomischen Dinge sind, die sie trennen. Issues between the rich and the poor. Probleme zwischen den Reichen und Armen. And the classes not wanting to really mix, even though they're all Christians. Und die verschiedenen Gruppen, die sich nicht mischen wollen, obwohl sie alle gläubig sind. And you probably have the whole Jew and Gentile thing going on. Und wahrscheinlich läuft im Hintergrund dann nochmal das ganze Jude- und Nicht-Jude-Problematik. Okay. And you've probably read there's lots of issues with women Und ihr habt bestimmt gelesen, dass es jede Menge Probleme mit Frauen gibt. and their role in the church Und deren Rolle in der Gemeinde and society, etc. und in der Gemeinschaft und so. Right? Gesellschaft. We'll come back to the women. Zu den Frauen kommen wir später nochmal. One of the issues that we see is that later on we'll be introduced to this guy named Apollos. Eines der Probleme, die wir sehen, ist, wir sehen da einen Typen, von dem wir später noch mehr hören, Apollos. And he's a very good teacher. Er ist ein guter Lehrer. Okay, so Paul has come in. He's Priscilla Aquila there. Paul has come in. He has preached. Priscilla und Aquila sind da, haben gepredigt. Paulus hat gepredigt. Later from Ephesus, Apollos is sent over to Corinth to continue to teach and disciple them as well. Und aus Ephesus kommt dann später der Apollos und will denen Unterricht geben und hilft ihnen. By the time we get to the writing of 1 Corinthians, we got an issue of the Greeks being very Greek in their mind. Und sobald wir dann wenn der erste Korintherbrief geschrieben wird, merken wir, dass die Griechen sehr griechisch sind in ihrem Verständnis. Again, they're used to Greek traveling teachers. Die sind ja daran gewöhnt, dass griechische reisende Lehrer. And they're used to going, you know, I follow this philosophy, or I follow this teacher's philosophy, or I follow that teacher. Und die sind daran gewöhnt, dass man sagt, ja, also ich folge ja die Lehren von dem Philosophen oder ich folge die Lehren von dem anderen Philosophen. Die finde ich super. And also the church is getting some false teachers coming in. Und die Gemeinde hat auch ein paar falsche Lehrer, die da reinkommen. Okay, so some of the division that's happening in the church is some people are saying, oh, I follow Paul. Oh, I follow Apollos. Or, oh, I follow just Christ. Und dann merkt man, kommt eine Spaltung rein, wo manche sagen, oh, ich folge dem Paulus. Da sagt der andere, nein, ich folge ja Apollos. Und dann sagt der Nächste, haha, ich bin viel schlauer als ihr, ich folge nur Christus. Yeah. And the apostles are going, oh, yeah. Und der Paulus sagt, ach du Scheiße. And so he has to write to them. Also muss er hinschreiben. This is chapter 3, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, sorry. 1. Korinther Kapitel 3. Verse 4. Vers 4. One of you says, I'm a follower of Paul. Another one says, I'm a follower of Apollos. Aren't you acting just like people of the world? Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre Apollos, handelt ihr ja nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believed in the good news. Each of us did the work of the Lord gave us. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Each of us did the work. Oh, sorry. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters works together, and with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building.
So basically, Apollos is with us. We're together. It's one thing. Stop dividing the lines. Oh, I follow the teachings of Apollos, or I follow the teachings of Paul, and then you get the false teachers mixed in there later. He said, stop. It's the same. Stop finding division. Stop being so Greek. Er sagt eben, ja, ihr wollt, hört auf mit dem ganzen Mist von irgendjemandem nachzufolgen, seid nicht so griechisch, denkt einfach, folgt Jesus nach und wer euch dazu lehrt, dann ist das super. Ne? Okay? Dann müsst ihr euch nicht trennen und sagen, der ist aber nicht so geil wie der andere. All right. Getting into some of the issues of women, marriage, sex. These are big issues in Corinthians. Und dann kommen wir zu den Themen Frauen, Ehe, Sex, große Themen in Korinth. Okay, we need to understand the cultural context. Wir müssen den kulturellen Kontext verstehen. Okay? It is a society where women are fairly respected, but they don't have as high of a standing as men in the society. Es ist eine Gesellschaft, in der Frauen relativ respektiert sind, aber sie stehen dennoch weit unter dem Mann. Very generally speaking. Ganz generell gesagt. There are wealthy, influential women. Es gibt reiche, einflussreiche Frauen. Okay. But the women tend to be, just because of society, they're less educated. Aber einfach nur wegen der Gesellschaft sind die Frauen weniger gebildet. They aren't usually allowed to study philosophy and different things like the men are. Generell dürfen sie nicht Philosophie studieren oder so, wie es die Männer schon dürfen. And that education part we'll get back when we get to Corinthians and Timothy. Und dieser Bildungsteil kommt dann später nochmal, wenn wir dann auch zu Timotheus kommen. Okay? Now, in Corinth, Also in Korinth, women tend to have a little extra place of influence, shall we say. in Korinth haben die Frauen ein bisschen mehr Einfluss. Sagen wir mal. I was trying to find a picture and I couldn't, but if you're standing in Corinth, you look at the Gulf of, right below it is the Gulf of Corinth, this big body of water. Ich wollte ein Bild davon finden, aber leider war es nicht möglich. Wenn du in Korinth stehst, dann ist vor dir der Korinther Golf. Turn around and you look south, there's a big mountain. Und wenn du dich umdrehst, dann ist da ein großer Berg. And on top of that Und is oben this drauf big temple. der große Tempel. And the temple is to Aphrodite. Und das ist der Tempel der Aphrodite. Okay? And Aphrodite is a sex god. Und Aphrodite ist eine Sexgöttin. And the priesthood are women. Und die Priesterschaft ist weiblich. They're basically religious prostitutes. Sie sind letzten Endes religiöse Prostituierte. Okay, and then you can imagine the sailors coming in and the men coming in, marching up the hill in procession every night to go worship Aphrodite. Man kann sich vorstellen, wie die Seeleute im Hafen ankommen und einfach schnurstracks direkt den Berg raufgehen, um erstmal Aphrodite anzubeten. But not to worry if you don't want to make the hike. Aber wenn du da nicht rauflaufen willst, The priestess, die Priesterinnen, would come down also into the city. die kommen auch in die Stadt hinunter. And the priestess body Und der Körper der Priesterinnen was also considered to be the temple of Aphrodite. wurde auch als Tempel Aphrodites angesehen. Okay, from here there's lots of different theories about what they did and how they acted in society and different things. Wenn man jetzt von allem Weiteren gibt es ganz viele unterschiedliche Theorien, wie die sich verhalten haben und so weiter in der Gesellschaft. Okay? And one of the theories I've heard Und eine der Theorien, die ich gehört habe, is actually the look of the prostitute was a very shortcut or shaven head. dass die Frauen die Haare kurz geschoren waren oder vielleicht sogar ganz ab. So you'd identify a prostitute or a priestess of Aphrodite with the very short hair. Und dadurch würdest du eine Aphrodite-Priesterin an ihren kurzen Haaren erkennen. Oder And they would walk around the city as representations of the temple of Artemis, and then you'd go and worship Artemis. Wait, Artemis The- da? Oh, sorry, Aphrodite. Okay, also dann würden die durch die Stadt